Am Ursprung der Spiritualität steht die Suche nach dem Sinn und die große Sehnsucht nach Gerechtigkeit. Warum wird das Ekelpaket, das säuft, flucht und seine Kinder prügelt, 100 Jahre alt, während das kleine Kerlchen, das niemandem etwas getan hat, mit 5 von einem herabfallenden Felsbrocken erschlagen wird? Soll das etwa fair sein? Es muss doch einen Sinn geben. Im rationalen Verstand wird man ihn allerdings wohl nicht finden, ist zu befürchten. Die Suche nach Antworten beginnt. Zugang zu Wesen, die sie einem geben könnten, Geistern, Göttern und Totems, ist eine Sache, wenn man ihn im Norden sucht. Der befindet sich schließlich noch in einer analogen, zu der uns wohlbekannten und vertrauten Mittelwelt. Die mittlere Welt ist eine Art energetische und spirituelle Entsprechung unserer physischen Welt. In der schamanischen Mittelwelt werden hauptsächlich Dinge wie Lernen, Reisen und Projektionen durchgeführt. Es ist eine Welt der Tiere, Pflanzen und Phänomene, die an die der real existierenden bekannten Erde erinnern. Anders sieht es aber dort aus, wohin wir uns als nächstes begeben wollen, die Unterwelt. Das ist die Welt der Energie, des rohen und dynamischen Potenzials. Oft werden Reisen in die Unterwelt mit tierischen Führern, Krafttieren, Gesprächen mit Wäldern, Gewässern, Bergen usw. in Verbindung gebracht. Die untere Welt spielt nicht nur im amerikanischen Schamanismus eine wichtige Rolle, auch bei uns stellt sie das Reich der Toten dar. Man reist den von uns Gegangenen hinterher. In deren Reich findet Transformation statt. Man lernt und verbindet sich mit den Ahnen. Schamanen reisen in die Unterwelt, um mit den Geistern der Verstorbenen zu kommunizieren, Wissen zu erlangen, Heilung zu suchen und sich spirituell weiterzuentwickeln. Es gibt verschiedene Methoden, um in die Unterwelt zu gelangen, zum Beispiel durch Trance, Tanz, Fasten, Meditation oder den Einsatz psychoaktiver Pflanzen. Während der Reise in die Unterwelt begegnen Schamanen verschiedenen Wesen und Herausforderungen, die darin bestehen, die inneren Dämonen zu überwinden und die spirituelle Kraft zu stärken. Die Unterwelt ist zugleich ein Ort der Dunkelheit und des Chaos, wie auch ein Ort der Weisheit und des Wissens. Die Geister der Verstorbenen können den Schamanen wertvolle Tipps und Unterstützung geben. Sie können auch dabei helfen, Krankheiten zu heilen, das Wetter zu beeinflussen oder andere magische Kräfte zu erlangen. Es ist die Gabe der Schamanen, im Geiste mit den Toten zu sprechen und die unter der Oberfläche befindlichen Gründe zu entdecken. Karma und Reinkarnation beruhen auf ihrer Weltsicht. Der Schamane begibt sich im Trancezustand in die Unterwelt und sucht dort nach den Verstorbenen. Er glaubt nicht daran, dass diese bewusstlos irgendwo herumliegen und mit dem Erdboden eins werden. Stofflich schon, spirituell dagegen erlebt der Schamane in diesem geistigen Reich Konfrontationen zunächst einmal mit sich selbst. Als Reisender muss er sich zunächst in die eigenen inneren geistigen Welten begeben, bevor er sich in die seiner Schützlinge zur Erkundung derer Schicksale und Lebensaufgaben begeben kann. Mag sein, er erfährt, dass es der Lebenssinn des 5-Jährigen war, einem 100-jährigen Säufer die Augen zu öffnen. Möglicherweise sollte der lernen, dass man schon in frühester Kindheit Wichtiges zu erledigen hat und verpasste Gelegenheiten nicht wiederkommen. Das Leben lässt sich nicht aufschieben. Wie dem auch sei, Tatsache ist, dass sich die Menschen aller Zeiten Gedanken über Wiedergeburt und Schicksal machten. Sie kleideten es in unterschiedliche kulturelle Gewänder, nannten es Hades in Griechenland, Helheim in der nordischen Mythologie, aus dem dann später unsere Hölle wurde, Jain im Buddhismus und Bardo in Tibet. Allen gemein ist, dass nachdem der Leichnam der Erde übergeben wurde, nicht Schluss sein soll, sondern etwas folgt.
Etwas, das je nach Verhalten im Leben mehr oder weniger bis panikerregend ausfällt. Oft genug wird der Aufenthalt im Jenseits als wenig erfreulich dargestellt. Nun kann man natürlich warten, bis man selber stirbt, um zu erfahren, was man alles falsch gemacht hat, um daraus dann die richtigen Lehren zu ziehen. Oder man fragt den Schamanen, ob er für einen in die Unterwelt reisen möchte, um wichtigen Fragen des Lebens, des Glücks und der Ursachen von Krankheit und Schicksalsschlägen auf den Grund zu gehen. Womöglich schickt einen der Schamane selbst auf diese Reise. Oder man macht sich von alleine auf. Reiseführer aus der Welt der Essenzen gibt es ja, auf einen werde ich gleich zu sprechen kommen. Was kann man nun finden in der Unterwelt? Zuallererst und am wichtigsten sich selbst mit allen Facetten, den Vernachlässigten, den Unerwünschten und den Schmerzhaften, ungeschminkt und ohne Beschönigung, rau und echt, mit Ecken und Kanten, Widersprüchlichkeiten und Pickeln, was nicht unbedingt immer ein Zuckerschlecken ist. Aber auch Mitgefühl, Hilfsbereitschaft und Liebe und die ganzen anderen guten Sachen. Der übliche menschliche Mix halt. Der Schamane oder man selbst kann aber noch mehr entdecken. Zum Beispiel die Ursache der Krankheit oder der Unzufriedenheit mit dem Leben. Es kann einem manches Herumdoktern an den Symptomen ersparen, wenn man erfährt, wer man wirklich ist und was man wirklich will. Da gibt es zum Beispiel das Kraft- oder Totemtier, dem man begegnen kann, meistens ja möchte. Hierzulande, ob er oder sie dran glaubt oder nicht, kennt doch jeder sein astrologisches Tierkreiszeichen. Ganz ähnlich weiß ein echter Indianer von seinem Totemtier. Es verschafft ihm Zugehörigkeit zum entsprechenden Clan und einen Platz im menschlichen Zusammenleben. Darüber hinaus sagt einem das Totem etwas über die eigene Lebensaufgabe. Ist man mit ihm auf Du und Du, braucht man sich nicht mehr zu verstellen, falschen Zielen nachzujagen oder zu versuchen, den Forderungen des Gruppendrucks nachzugeben, sondern lebt, wie man im tiefsten Inneren leben will. Das sorgt für Erfüllung und Befriedigung, für Authentizität und auch den Wohlfühlfaktor im eigenen Leben. Hat man den Kontakt zu seinem Krafttier verloren, gilt das als weniger gutes Omen. Oft bedarf es des Schamanen, um es zurückzurufen und einigen guten Zuredens und Versöhnens, um innerlich wieder auf Kurs zu kommen. Ohne seinen inneren Beschützer, manch einer nennt es auch seine innere Führung, läuft man Gefahr, seine Gesundheit und seine innere Balance zu verlieren. Mancher hat ein paar Leichen im Keller oder in der Unterwelt, unerledigte Geschichten, alten Groll oder ein schlechtes Gewissen. Eine gründliche Aufräumaktion kann da nicht schaden. Man erkennt die Beziehung seiner bisherigen Verhaltensmuster zum Grad des Lebensglücks, das man erfährt, und lernt, wie man vor allem sich selbst gegenüber ehrlicher sein kann. Ein Beispiel liefert die Geschichte der Frau Holle bzw. Hölle. Die beiden Mädels werden in der Unterwelt mit Dingen beauftragt, die sie aus der realen Welt ähnlich oder gleich kennen. Äpfel ernten, Brot backen und Betten machen stehen für das alltäglich Notwendige, aber auch für unser Karma. Wer sich herumdrücken will, bekommt in der nächsten Inkarnation den Kübel Pech über den Kopf, während diejenige, die sich ihrer Aufgabe gestellt hat, mit reichlich Gold belohnt wird. Einblicke in solche Zusammenhänge soll die Essenzenkombination des Unten bzw. der Unterwelt gewähren. Bemüht wird dabei unter anderem die Triebfeder der Neugier. Die Mischung ist zusammengestellt aus den folgenden Einzelessenzen. Die Blütenessenz kommt vom schwarzen Holunder. Nicht ganz zufällig wächst der Holunderstrauch am Eingang zur Unterwelt bzw. am Brunnen, in den die Mädchen im Märchen fallen.
Er dient als Wegweiser, hier entlang bitte. Seine Essenz öffnet die Augen für das Wunderbare und das Seltsame. Schwarzer Holunder dient als Schlüsselart vieler Ökosysteme, das heißt, er verändert allein durch seine Anwesenheit die Zusammensetzung des Ökosystems, sorgt dafür, dass manche Art einwandert, während andere verschwinden. Nordamerikanische Indianer denken, Holunder diene Pflanzen als Lehrer in Sachen Verhalten und Wachstum. Elder, der englische Name, deutet es an. Ein älterer, ein weises, altes Wesen, an dem die Pflanzengemeinschaft sich aufrichten kann. Als Schlüsselessenz der Unterweltmischung öffnet er die Pforte und begleitet einen schützend und helfend auf der inneren abenteuerlichen Entdeckungsreise. Erbsenkeim. Die Erbsenessenz erinnert uns daran, dass wir keine isolierten Geschöpfe sind, die einsam über die Erde wandeln. Der Mensch ist von Natur aus ein soziales Wesen, da beißen auch Kultur, Hautfarbe und Religion keinen Faden ab. Sicher gibt es Einzelgänger, aber auch diese haben eine Bedeutung für das Ganze. Wir leben in Systemen, gesellschaftlich und familiär, und die Medizin im schamanischen Gebrauch des Wortes ist die erfolgreichste, die das berücksichtigt. Holt man Menschen aus den Strukturen heraus, hilft ihnen gesund zu werden und wirft sie zurück auf ihr dysfunktionales System, werden sie dieselben oder ähnliche Störungen oder Krankheiten entwickeln wie zuvor. Der trockene Alkoholiker im alten Umfeld ist in Gefahr, ins alte Muster zurückzufallen, wenn dieses nicht ebenso geheilt wird. Erbsenkeimessenz hilft, sich aus der inneren Isolation zu befreien. In der Unterwelt trifft man die Geister der Ahnen, die Helfer, die Heiler und sein Totem. Man ist nicht allein, man ist Teil des Ganzen. Sich dagegen zu wehren, kann destruktive Folgen haben. Die Essenz dagegen lässt sein Schicksal erkennen und liebevoll annehmen. Sie erdet einen sozial und lässt seinen Platz auf Erden finden. In der Unterwelt oder im Unbewussten, wie man auch sagen könnte, findet man die Landkarte zur Orientierung. Vesuvianit. Der Schutzstein der Unterwelt heißt Vesuvianit. Es ist ein Seelenreiniger. Unzufriedenheit, Bedrücktheit, Angst, Verstellung und Mangel an Offenheit sind alles Zeichen, dass dem oder der Betreffenden dieser Stein gut tun könnte. Er ermutigt zu Offenheit und Ehrlichkeit. Der befreite Geist kann wieder kreativ sein und sich neue Dinge und Welten erschließen. Aktivität, ja Tatendrang, seine Ideen umzusetzen, ist eine weitere Wirkung. Vesuvianit macht das Herz weit und das Wesen freundlich. Er hilft, in die Zukunft zu schauen und jetzt im Augenblick die Weichen in eine positive Richtung zu stellen. Er lässt uns lächelnd aus einem freundlichen Herzen heraus handeln. Unterirdischer See. Die Umweltessenz des Quintetts. Die Höhle im 350 Millionen Jahre alten Gestein entstand vor etwa 5 Millionen Jahren. Der See darin besitzt mehrere Arme. Einer davon führt das denkbar reinste Wasser und ich habe das chemisch analysieren lassen. Ein anderer ist so verschlammt, dass es gelingt, vorsichtig auf allen Vieren darüber zu kriechen, ohne einzubrechen. Zwei Seiten derselben Medaille, Reinheit und Schmutz. Oder wie der Buddhist sagt, kein Schmutz, kein Lotus. Ohne das eine kann das andere nicht existieren. Wer hoch hinaus gelangt, zugleich seine Erinnerung an das Niedere wertschätzen kann und es begreift, ist weise. Wissen, dass es nichts zu beweisen gibt, sehen, was ist. Das Erhabene und das Niedere kennen, akzeptieren und leben. Unterirdischer See bringt Weisheit
urteilsloses Begreifen, Akzeptanz und Wissen. Fuchs. Das Schutztier der Unterwelt ist der Fuchs. In Nordamerika ist es der Kojote. Ich wählte für unsere europäische Essenz den Fuchs, weil er uns näher steht. Ein unbekannter Dichter besang den Fuchs wie folgt: Verstohlener Bote der Götter, listiger und weiser, zuverlässiger Freund, führe meine Schritte durch den Irrgarten der Täuschung und lass mich dieses Problem bis ans Ende durchschauen. Der Fuchs ist ein Tier, das sowohl auf als auch unter der Erde lebt. Er hat Zugang zur Unterwelt und weiß auch, wie man daraus wieder zurückkehrt. Als Begleiter auf der Reise lässt er sich nichts vormachen. Er durchschaut Täuschung und Illusion. Das ist es, was er uns vermitteln kann. Der Fuchs kann für den einen das persönliche Krafttier sein, für andere kann er Reiseführer im Unbewussten sein. Im alten China glaubte man, er könne menschliche Gestalt annehmen. In Südamerika galt er als eine Art Geburtshelfer in die folgende Inkarnation. Assoziiert wird der Fuchs mit diesen Eigenschaften: Schlauheit, List, Anpassungsfähigkeit, Unsichtbarkeit, Magie, gute Beobachtungsgabe, Konzentration, strategisches, schnelles Denken, Mut und noch allerlei mehr. Die gesammelten Energien dieser 5 Einzelessenzen helfen uns, tief in uns selbst einzutauchen und dort die Antworten auf Fragen zu finden, von denen wir vielleicht nicht einmal wussten, dass sie uns umtreiben.